Deutsche Produzenten sind gefragt wie nie. Einer, der die Popwelt seit langem mit elektronisch angelegten Sounds bereichert, ist Michael Cretu. Machte er mit seinen Projekten wie Moti Special Mitte der 80er Jahre Modern Talking Konkurrenz, konnte er danach seine mittlerweile angetraute Sandra an die Spitzen der europäischen Charts führen. Parallel dazu begab er sich auf musikalisches Neuland und vermischte Mönchchöre mit Dance-Rhythmen. Mit seinem international Furore machenden Projekt Enigma avancierte Michael Cretu zu einem der erfolgreichsten deutschen Künstler der letzten Jahre. Die 3 Enigma-Alben setzten klangtechnisch und kommerziell neue Maßstäbe in der Popmusik. Wir haben Cretu in seinem spanischen Domizil besucht und zeigen ein Porträt des Klangmalers von Ibiza. Michael Cretu erblickte am 14. Mai 1957 in Bukarest das Licht der Welt. 1975 kam der Exil-Rumäne nach Deutschland. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Sängerin Sandra, hat er Zwillinge. Ich wollte mir eine bestimmte Art von Musik kaufen, nur die gab es halt nicht. Ne? Und dann habe ich sie mir selber gebastelt. Michael Cretu, seit fast 20 Jahren im Musikgeschäft, liebte es im Hintergrund zu stehen. Auch seine Bastelei unter dem Decknamen Enigma war unter diesen Voraussetzungen geplant. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, da würde ich heute nicht sitzen, weil du wüsstest nicht, dass ich Enigma gemacht habe. Und das wäre mir eigentlich am allerliebsten gewesen, weil ich bin weder ein Egomane, noch betreibe ich Persönlichkeitskult, noch andere ähnliche Sachen. Und es liegt mir nicht so ganz so in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber halt, es gab ein paar Leute, die in Wolfram mit der Platte, die vor lauter Stolz den Mund nicht halten konnten. Und so ist alles ans Tageslicht gekommen. Cretu ist ein Vollblutmusiker. Bereits mit 8 Jahren besuchte er die Lehranstalt für hochbegabte Musiktalente. 1975 übersiedelte er nach Deutschland und wurde an der Frankfurter Hochschule für Musik aufgenommen, die er mit Auszeichnung absolvierte. Ich habe Klassik studiert. Da wird man praktisch schon erzogen mit einer Programmmusik. Zweitens mein Übergang von Klassik zu Pop, also der Einstieg in Pop- und Rockmusik war Yes, was alles andere ist als eine kommerzielle, einfache Band. Und damals, wenn du jetzt von Stravinsky und Bruckner kommst, ist Yes so wie irgendwie nothing, ne? Ist also richtig Kommerzschlager irgendwie, weißt du. Vermutlich wäre Enigma in der Form, wie es jetzt heute ist, so ein klassisches Studium gar nicht entstanden. Also schon mal, ich meine, ich kann mich nur erinnern, ganz am Anfang so diese ganzen gregorianischen Chöre und Gesänge und so, und das sind alles Kirchentonarten, die kenne ich aus dem FF. Und weiß noch, da kann jemand sagen, was? Und darunter kann man auch noch Harmonien spielen. Sag ich, ja natürlich, ja was denn sonst? Weißt du, also das ist dann für jemanden, der damit nichts zu tun hat, dieses was völlig Abstraktes, ist ja irgendwie so, das ist ein UFO, weißt du, und da kann man nichts damit machen. Ne? Ja, und du siehst auch damals mit den ganzen Plagiateuren, da die dann entstanden, aus allen Ecken kamen irgendwelche mit Kutten und sangen irgendetwas, war alles mehr und peinlich und schlecht, weil sie nicht wissen, wie sie das behandeln müssen. Und weil die meisten Leute haben gedacht, naja gut, aha, gregorianische Gesänge, das ist der Gimmick, aber das war einfach nur vielleicht das beste Intro der letzten 10 Jahre. Aber mehr war es auch nicht, weil alle haben gesetzt auf die Gregorianer und die haben alle verloren. Weil das ist eigentlich langweilig und das war bei mir kein Gimmick, sondern das hat einen bestimmten Bezug zu der Textthematik und alles. Das heißt, ich werde mich hüten, Sounds zu nehmen, einfach nur so, weil es irgendwie gut klingt und spektakulär ist, und ob es nicht passt, einfach nur der spektakulären wegen werde ich nie irgendwas benutzen mit Musik. Das ist mir nicht wert. Dafür liebe ich Musik zu sehr.
Sadness, Enigmas erste Veröffentlichung, klettert in 23 Ländern an die Spitze der Charts. Cretu hält sich nobel im Hintergrund. Die Musik soll der Star sein. Sie soll den Leuten gefallen. Es ist auch völlig uninteressant, wer das macht. Ich meine, Musik ist ein Gefühl und das versuche ich zu vermitteln. Ich mache mir bei weitem nicht so viele Gedanken über die Musik, die ich mache, wie viele Leute denken, weil ich meine, Musik kannst du nicht mit dem Kopf machen. Der Kopf hat eine ganz andere Funktion. Wie gesagt, der übernimmt den Part des Kritikers. Nach 10 Jahren im deutschen Popzirkus wollte Cretu einfach eine multikulturelle Musik erschaffen. Jeder sollte sie verstehen. Ich bin auch schon einige Jährchen in diesem Beruf und man arbeitet sehr viel und ab einem gewissen Punkt, wenn man an Projekten arbeitet und wenn sie erfolgreich sind, da verfällt man doch in einer Welt, die sehr von Marketing und von sehr strikten Regeln und sehr disziplinierten geschäftlichen Regeln diktiert wird. Eigentlich habe ich alle Antiklischees des Erfolges, also alles, mit dem man wirklich nur Misserfolg gelangen kann, habe ich alles zusammen kombiniert und habe vielleicht eines der erfolgreichsten deutschen Platten, also deutschen Produktionen je gemacht. Der Reiz war, eine Stimmung wiederzubringen. Und die Stimmung, die entspricht wirklich meinem Herz und meiner Seele, das, wonach es mir bedarf, auch in dem Augenblick. Und wahrscheinlich war dieser Bedarf, ich hab gedacht, ich kann nicht so daneben liegen, dass ich nur solche Wünsche habe, so eine Musik wieder zu hören. Bestimmt dieser Wunsch auch bei anderen Menschen da, nur sie können es gar nicht kaufen, also können sie dem Wunsch gar nicht nachgehen. Eigentlich habe ich meine Träume und meine Fantasien und meine ganzen Wünsche aus der Jugend eigentlich völlig liegen lassen und habe mich anderen Sachen gewidmet, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und noch machen. Aber wie gesagt, diese Kindesträume, die haben nachgelassen. Also die haben gelitten, weil die wurden gar nicht behandelt. Ich hatte irgendwie die Zeit dazu und da habe ich gesagt, so, jetzt oder nie. Jetzt fange ich an und mache das, was ich schon immer über die Jahre geträumt habe, so wie ich eigentlich Musik sehe und verstehe und wie ich es am liebsten hätte. Hatte ich die Idee, irgendwas über Marquis de Sade zu machen und dann irgendwie sprudelt einfach so kleine Puzzlesteinchen irgendwo aus dem Unterbewusstsein oder wo auch immer und alles ergab dann immer mehr ein Bild. Aber der Uranstoß war eigentlich wirklich die Erfüllung eines Traumes, den man schon lange hat und wo man nie dazu kam. Durchleuchten wir in Jam die Pop- und Producerkarriere von Michael Cretu.
Ich habe mit dem Songschreiben angefangen, als ich mein erstes Klavier bekommen habe, sagte Michael Cretu einmal in einem Interview. Und sein erstes hat er bereits mit 9 Jahren bekommen. Nach seiner klassischen Ausbildung wandte er sich der Popmusik zu. 1980 verdiente er sich die ersten Sporen als Produzent, dann sein erstes Soloprojekt. Damals im Fahrwasser von Modern Talking konnte er mit Samurai erste Chartplatzierungen notieren. Heutzutage gibt es so eine neue Technologie, MIDI heißt sie, wo man, sagen wir jetzt, eine Tastatur eigentlich nur noch als Fernbedienung hat, wenn man so möchte, wenn man so sagen soll. Und damit kann man verschiedene Synthesizer ansteuern. Das heißt, ich spiele hier die Tasten und die ist gekoppelt zum Beispiel an dem oder an dem und das sind vollwertige Instrumente, bloß dass sie keine Tastatur mehr besitzen. Schauen, was haben wir denn hier drauf? Harfe, Gitarre, Posaune, dann gibt es noch welche Orchester-Sounds, dann haben wir hier so Sounds, die wir selber, also die werden mit dem Gerät geliefert, da haben wir noch eine Menge Disketten, die wir uns selber hergestellt haben. Auf irgendeiner ist bestimmt noch ein sehr lustiger Effekt, auch in Verbindung mit dem Samurai ist, wo wir mal gesucht haben nach irgendwie einem typischen Geräusch und da haben wir 4 Tage lang gesucht, bis wir auf diesen Schwerteffekt gekommen sind. Unter anderem ist irgendwo auf einer Diskette auch der Manny, der verzweifelt versucht, hey! Oder irgendwas so zu machen. Und da haben wir uns aber doch lieber fürs Schwert entschieden. Ja, sagen wir mal so, zu den Maschinen und zu dem ganzen Zeug bin ich eigentlich dazu gekommen, weil ich erstmal ein Einzelgänger bin. Ein relativ introvertierter, der halt viel tüfteln muss und drehen muss an den Knöpfen und mir gibt es auch viel mehr, wenn ich einen guten Sound am Mischpult und mit Hilfe meiner ganzen Geräte erziele, wie wenn ich jetzt bejubelt werde, was weiß ich, auf der Straße oder wenn man mich im Kaufhaus erkennt oder sowas, da habe ich nichts vor. Im Laufe seiner langen Karriere produzierte Michael Cretu Künstler wie Mike Oldfield, Sylvie Vartan oder Peter Cornelius. Nur selten stand er selbst auf der Bühne, wie hier mit seiner Band Moti Special. Botschaften haben in Cretus Liedern keinen Platz. Für ihn ist der Textinhalt absolut nebensächlich. Es gibt verschiedene Arten von Musik und jede Art von Musik hat eine bestimmte Sprache. Genauso wie eine Wagner-Oper nur auf Deutsch gut klingt, finde ich, ist reine Popmusik, also im weitesten Sinne, eine Musik hat, die irgendwo englische Sprache verlangt. Man soll sich nur auf seine eigene Meinung stützen. Man sollte nie versuchen, was zu machen, wo man denkt, es könnte denen vielleicht gefallen, weil da landest du 99% ein Flop. Entweder du machst etwas mit Überzeugung und es gefällt dir und wenn es halt noch ein paar 100.000 außen gefällt, hast du Glück gehabt. Oder man lässt es. Und ich versuche mich immer mehr nach dieser Maxime zu richten. 1982 lernt Cretu die Sängerin Sandra Lauer, die mit der Girlgroup Arabesque Erfolge feiert, kennen und lieben. 3 Jahre später schreibt er ihr den ersten Millionenhit auf den Leib. Maria Magdalena erreicht in 30 Ländern Platz 1 der Hitparade und macht Sandra zum Superstar. Cretus Maxime, nur auf sich selbst zu hören, hat wieder einmal durchschlagenden Erfolg. Wir hoffen dann, dass unser Geschmack dem Publikum dann im Nachhinein gefällt. Dass es also auch deren Geschmack ist. Und bisher sind wir immer ganz gut damit gefahren. Aber jetzt zu analysieren ganz genau, warum Erfolg im Ausland und warum nicht. Ich kann nur sagen, Sie müssen mich mögen. Andere Gründe kann es nicht haben. Aber jetzt speziell, was den Punkt Erfolg betrifft, analysieren und so, das möchte ich gar nicht. Cretu produziert Sandras Debütalbum The Long Play und kassiert dafür mehr als 40 Mal Gold und 20 Mal Platin. Okay, Sandra? Ja? Gut, pass auf, wir machen nochmal einen Vers, ja? Mhm. Okay. Hörst wieder mal so ein paar Takte davor und dann steigst ein. Ich denke mir
halt am lockersten und am besten ist es eben, wenn ich mich so gebe, wie ich bin. Das ist auch das Einfachste. Und ich glaube, da habe ich das ganz gut gewählt. Sandra! Speziell mit meiner Stimme wirklich kein Vergleich. Oder jemand anderes, wo man sagen kann, sie singt ähnlich wie sie oder wie die. Ich habe Gott sei Dank die Begabung, dass meine Stimme eben, egal wo sie gespielt wird, Radio, Fernsehen, jeder erkennt mich gleich, jeder weiß gleich, das ist Sandra. Und das ist mein Kapital. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden setzt sich auch im Privatleben fort. 1988 führt Michael seine Sandra zum Standesamt. 6 Jahre später kommen Zwillinge zur Welt. So eine richtige Trennung zwischen Privat und Beruf gibt es eigentlich gar nicht. Also im Privaten wird nur über den Beruf geredet und im Beruf sowieso. Also wenn wir im Studio sind, sowieso. Weil es ist nun mal so, dass wir in diesem Beruf leben, dass es dieser Beruf zu unserem Privatleben geworden ist, da wir eben beide in der gleichen Branche sind und uns genauso gut oder genauso schlecht auskennen. Das hilft eigentlich nur gegenseitig. Nach gemeinsamen Jahren in der Nähe von München hat das Ehepaar Cretu Deutschland verlassen, um sich auf der spanischen Insel Ibiza ein altes Haus zu Wohnung und Studio umzubauen. Hier kann sich Michael Cretu voll entfalten und die Ruhe finden, die er für seine Arbeit braucht. Relativ nahe Entfernung, sagen wir jetzt von den Hauptstädten Europas, glaube ich, gibt's so eine kontrastreiche Welt wie hier kaum. Weil, wie gesagt, innerhalb von 5 Autominuten bist du irgendwie vom 17. Jahrhundert, wo sie noch keinen Strom haben, zu den verrücktesten Clubs oder kannst ein bisschen Stadtleben haben oder alles mögliche. Also es ist sehr, sehr konzentriert, bedingt durch die Kleinheit der Insel, sagen wir. Ja. Ich genieße es, wenn es ruhig ist, weil Trubel habe ich genug das ganze Jahr. Und außerdem ist es eine sehr, sehr gute Zeit, im Studio zu arbeiten. Man kann sie richtig schön vergraben, ohne groß gestört zu werden. In Deutschland war es leider nicht mehr möglich, weil ständig das Telefon klingelte. So viele Leute wollten was von uns wissen und das und das. Und es ist eben ein ganz anderes Leben. Man kann sich viel mehr auf die Arbeit konzentrieren. Und das ist eigentlich das, was wir immer wollten. Und deshalb sind wir auch total happy. Während Sandra ihre Ruhe sucht, verbringt Ehemann Michael die meiste Zeit im Studio, das er maßgeschneidert nach seinen Bedürfnissen mit Hightech eingerichtet hat. Seine Lieblingsbeschäftigung ist und bleibt das stundenlange Tüfteln mit Rhythmen und Sounds. Wenn ich ihn sehen möchte, dann muss ich schon ins Studio rübergehen, das ist wahr. Gerade so die Entstehungsphase, dann
isoliere ich mich völlig von der Außenwelt, einfach, weil man braucht sehr lange Zeit, bis diese ganze Fülle an Gedanken, alles was da im Kopf abspielt, bis auf einmal sich kanalisiert und greifbar macht. Und gerade bei so einer Art von Musik, die jetzt nicht Rock'n'Roll ist oder irgendwie, die handelt nicht über die Einflüsse des Alltagslebens und so weiter und so fort, ist natürlich auch sehr störend zum Teil, wenn einer nur sagt, hallo, guten Tag, weil da brauche ich wieder 2 Stunden, bis ich mich wieder zusammengesammelt habe. Technik ist in dem Sinne eine große Hilfe für mich, weil sie hilft mir, um meine Gedanken, um meine Ideen umzusetzen. Das ist ja nicht mein Feind, das ist ja mein Alliierter. Und insofern sehe ich überhaupt nichts Schlimmes in der Technik. Die Gesamtheit ist wie ein Instrument. Weil ich differenziere jetzt nicht zwischen, sag mir jetzt, da ist das Mischpult, da ist der Computer, da ist das Instrument. Nur alles, so wie ich es mir zusammengestellt habe, nur alles, die Gesamtheit hilft. Nur einzelne Teile wären völlig wertlos. Früher haben wir, unsere Gedanken auf Papier niedergeschrieben oder wir haben früher in der Musik auf Bändern aufgenommen. Heute all diese Sachen, die werden im Computer abgelegt oder werden auf irgendwelchen Festspeichermedien abgespeichert, ist ein Speichermedium, nichts anderes. Und einige Instrumente, die eben darauf basieren, die geben absolut neue Möglichkeiten. Und ich hab's schon früher gesagt, wenn Bach oder ein Wagner dieses Equipment gehabt hätte, die hätten ja Wunderwerke fabriziert, die hätten 3-mal Hurra geschrien vor Freude. Das erste Mal. Das erste Geld. Das erste Geld, was ich verdient habe, ich glaube, da habe ich während meiner Studienzeit Klavierunterricht gegeben, so kleinen Kindern. Die erste Droge. Ich glaube, die erste Zigarette habe ich meinem Vater so mit 10 oder mit 11 geklaut vom Schreibtisch oder so und habe mich fürchterlich verschluckt oder so. Aber die Sucht ist geblieben. Der erste Sex. Erste schüchterne Einbrüche, ja. Erst aus 11, 12, was weiß ich, das Übliche halt. Ja. Auf Ibiza fertigt Michael Cretu in monatelanger Kleinarbeit dann das erste Enigma-Album mit den Hitsingles Sadness Part 1 und Mea Culpa. Wieder hat er im Alleingang einen Superseller fabriziert, von dem weltweit mehr als 10 Millionen Stück über die Ladentische gehen. Cretu wagt sich für dieses Projekt auf völlig unbekanntes Terrain und erfand damit ein komplett neues Genre der Popmusik. Ich habe es ja für mich gemacht, dadurch hatte ich allen Spielraum dieser Welt und habe angefangen zu puzzeln und zu basteln. Und was für mich neu war diese Art Collagenmusik, ja, weil es ist eigentlich eine Collage, das Ganze. Oder das erste Album vielleicht mehr wie das zweite. Und so nach und nach, dann habe ich immer so einzelne Elemente genommen, die ich schon immer gemocht habe, nur nie Verwendung fand in anderer Musik, die ich produziert habe. Und fing an ein bisschen das so zu kombinieren und irgendwann kristallisierte sich das Bild. Und das kam raus, was halt dabei rauskam. Ich spiele es mir selber vor. Wenn es mir dann gefällt am nächsten Tag, dann ist gut. Nee, weil weißt du auch, in diesem Falle mit dieser Musik, die ist eigentlich so far out, sag mir jetzt von den Standards, die man macht, dass was für Meinung soll ich mir holen? Ich meine, es ist wie beim Arzt, also fragst 10 Leute, hast 10 Krankheiten, so ungefähr. Und das vermeide ich. Qu'est-ce que tu vas chercher? Le bien par le mal, la vertu par le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme.
Weil letztendlich, du weißt ja, wie es ist, wenn Leute etwas nicht kennen, finden sie es weniger gut, hören sie es 10-mal, finden sie es ganz toll. Also auf was soll ich mich verlassen? Sich letztendlich selbst verantwortlich und ich meine, wenn alle Leute auf ihre innere Stimme hören würden, dann wäre es ein bisschen besser auf dieser Welt heutzutage. Die Intention auch beim ersten Album war, etwas zu kreieren, was, sagt mir jetzt so, fast wie ein aussterbendes Handwerk ist heutzutage, und nämlich sozusagen LP-Macher, weil das gibt es ja schon so ungefähr seit 25 Jahren nicht mehr. Also einfach wirklich, wo du dir eine Platte auflegst und setzt dich irgendwo hin und hörst einfach Musik, von A bis Z. Und vermutlich durch diese Intention dann automatisch ergeben sich, ich sagte, das sind so alles Gedanken im Unterbewusstsein und fragst dich, wie sollen die Leute die Ruhe besitzen, die innere Ruhe, sich sowas anzuhören, und wahrscheinlich durch diese Gedanken hat sich eine bestimmte Stilistik auch von alleine ergeben. Scheinbar war dahinter irgendwie eine Emotion, die eine weltweite Gültigkeit hatte, weil ob einer Eskimo war oder Japaner oder Engländer oder Finne oder Italiener oder Grieche, sie haben es alle gekauft und das war fast überall Nummer 1. Das heißt, es hat sich über Hautfarbe und Kulturen und Traditionen hinweggesetzt. Und das erfreut mich am meisten beim Erfolg der ersten Platte. Ich weiß nicht, was die Bedeutung des Erfolgs für den oder für den oder für den ist. Für mich und worüber ich sehr glücklich war, ist, dass, sagen wir jetzt, alle Produktionen, die aus Deutschland irgendwie weltweit Erfolg hatten, die waren alle angelehnt an angloamerikanische Musiktraditionen. Ob jetzt mal die Rap-Geschichte oder Scorpions mit Rock oder was auch immer, das ist eine Musik, die gab es schon immer, die hat niemand von denen erfunden. Und zum ersten Mal kam aus dem kleinen verachteten Deutschland, von der Seite der Angloamerikaner, kam eine Musik, die sich an nichts anlehnte, weil die Musik, die gab es ja nicht davor in der Kombination. Und die wurde dann halt, die wurde zum weltweiten Erfolg. Ich glaube, das ist sehr wichtig für europäische Musik allgemein, für kontinentaleuropäische, damit sie uns ein bisschen ernster nehmen da draußen. Qualität ist gleichzeitig Verkauf. Es gibt keine andere Qualität. Alles andere bei diesen schnellen Kommunikationsmedien, die wir heutzutage haben, also macht einer Boom da wissen schon 10 Sekunden später am anderen Ende des Globus. Ich glaube nicht mehr an die Sache, man wird entdeckt 200 Jahre nach dem Tod, wie zu Bach-Zeiten. Also ich glaube, das wäre allemal vorbei. Entweder du hast Erfolg zu Lebzeiten oder wir nicht auf Wiedersehen. Inside my heart, I know
muss sagen, dass Enigma inzwischen größer ist wie Sandra, weil es auch erfolgreich in Amerika und England ist, was ich bisher noch nicht erreicht habe. Aber mich freut das wahnsinnig, weil es bleibt alles in der Familie. Während in dieser Familie Sandra ganz offensiv den Weg der Medienpräsenz geht, versucht sich Cretu aus dem Musikzirkus herauszuhalten. Seine Anerkennung sucht er nicht durch Titelblätter, sondern indem er möglichst viele Menschen mit seiner Musik erreicht. Ich glaube dass ich nie und nimmer das Zeug zu einem Idol habe, weil Idole sind meistens Frontmen. Und ich bin eigentlich eher... Ich arbeite gern hinter den Kulissen und also hinter den Kulissen Idole ist es nicht bekannt in der Weltgeschichte. Er ist überhaupt kein Frontman, er möchte eher im Hintergrund bleiben und auch im Studio sich vergraben und da arbeiten. Und damit praktisch der Öffentlichkeit zeigen, was er kann. Das ist ihm bisher auch immer sehr gut gelungen. Und er ist überhaupt kein Typ, der jetzt gerne Autogramme gibt oder unterwegs ist oder dieses in dem Sinne durchzieht, so wie ich das mache, wie es dazu kommt. Deshalb ist er auch auf diese Sache gekommen mit Enigma, weil er keinen Artist haben wollte. Er ist nicht sein eigener Artist. Enigma ist Michael Cretu, aber es ist ein Projekt. Enigma ist eigentlich eine Idee, ist eigentlich eine Illusion, wenn du so willst. Und ich bin halt nur Herz und Hirn von Enigma, aber nicht mehr, ich bin ja nicht Enigma, weil das sollte auch über die Jahre nur also ich würde es gern als Sinnbild etablieren für experimentelle, schöne Musik. Ich glaube, den größten Luxus, den man sich noch erarbeiten kann, diese Tage, ist einfach, wenn man wirklich es zu was gebracht hat und niemand kennt einen. Ich kann überall auf der Straße rumgehen, das wird sich vielleicht ein bisschen ändern, weil nach dem ersten Album habe ich keine Interviews gegeben und es wurde auch nicht gefilmt. Ich befürchte schon das Schlimmste, aber was soll's. Nur es ist ja wunderbar, dass du auf der Straße gehen kannst und im Schallplattenladen, stell dir mal vor, ich kann in jeden Schallplattenladen dieser Welt gehen und kaufe Platten. Kein Mensch kennt mich, kein Mensch fragt mich irgendwas und das ist wunderbar. Also ich mag das. Es gibt Leute, wenn sie nicht erkannt werden, da reden sie lauter, bis man sie erkennt, aber ich gehöre nicht dazu. Ende 1993 holte Michael Cretu zum nächsten Schlag aus und traf wieder voll ins Schwarze. Das zweite Enigma-Album The Cross of Changes konnte mit Return to Innocence und Age of Loneliness wieder 2 Hitsingles aufweisen und wurde fast so erfolgreich wie der Vorgänger. Viele Themen, die sind fast eine seelische Autobiografie, wenn du so willst. Also es ist wirklich ein Spiegelbild dessen, was ich denke und was ich fühle und was ich glaube, dass das richtiger ist, wie vieles, was man für richtig hält. Und ich will kein Lehrmeister sein, ich will auch niemandem erzählen, was er zu tun hat oder was er tun soll, sondern ich bringe meine Gedanken und meine Gefühle in Musik um und that's it. Mir
mir war absolut klar, dass das anders sein wird. Und wie gesagt, auch vor 3 Jahren, wo ich noch nicht ganz genau wusste, wie es sein wird, habe ich allen Leuten gesagt, sie sollen nicht erwarten, dass jetzt wieder irgendwelche Popengesänge da irgendwie durch die Welt rummarschieren, weil ich hasse mich selber zu kopieren und ich vermeide so oft es geht. Ab und zu bei einigen Produktionen in der Vergangenheit war es unumgänglich, aber der Versuch ist immer da, nicht das zu machen, was ich schon mal gemacht habe. Gleich erfahrt ihr in Jam einiges über die neueste Enigma-Produktion. Jahre schwimmt Michael Cretu mit Enigma nun schon auf der Ethno-Erfolgswelle. Gerade ist das 3. Enigma-Album erschienen. Es trägt den Titel Le Roi est mort, vive le roi. Der König ist tot, es lebe der König. Es sollte schon viel früher erscheinen, aber der Kindersegen im Hause Cretu hat die ganze Produktion verschoben. Ein Vorteil, denn dieser Einfluss hat sich positiv auf Cretus Arbeit ausgewirkt. Ja, eigentlich sollte die Platte schon ein Jahr früher fertig werden. Und wie gesagt, bedingt durch diese veränderte Situation mit Schwangerschaft und so weiter und so fort, da konnte ich nicht meine Frau irgendwie so allein lassen und sagen, so, ich vergrabe mich im Keller und schau, wie du zurechtkommst. Das ist nicht meine Art, so Sachen abzuhandeln. Das war vielleicht das Schwierigste bei der ganzen Produktion. Papa sein, Ehemann sein und trotzdem jenseits von oder abseits von allem, um jetzt irgendwie mich konzentrieren zu können oder eintauchen zu können in diese andere Welt, um diese Platte zu machen. Das war das Schwierigste eigentlich, diese 3 Ebenen kombinieren zu können. Ich glaube, die Art, wie ich verschiedene Elemente aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen historischen Perioden der Entwicklung der Menschheit benutze, dass er schon eine Art von UNESCO-Botschaft in Musik darstellt, weil es wirklich ohne jeglichen Vorurteil und ohne jegliche Vorliebe für, ob einer grün, gelb, blau oder rot ist oder ob er alt oder jung ist, ob es Mittelalter ist oder Moderne oder Antike. Es wird eigentlich nur nach meinem Geschmack, das ist das einzige Barometer, der einzige Richter, den ich befrage. Und wie gesagt, ich glaube, dass gerade im Falle des neuen Albums die Mischung vollkommener und besser ist denn je. Der Titel des neuen Albums, Le Roi est mort, vive le roi, sollte eigentlich symbolisieren, glaube ich, etwas, was in uns allen vorgeht. Things are changing, but nothing changes. And still there are changes. Es gibt Veränderungen, trotzdem bleibt alles ziemlich gleich und trotzdem verändert er sich. Le roi est mort. Es ist eigentlich ein irrsinniger Satz, dass man in einem sagt, der eine König ist tot, es lebe der neue König. Und auch in unserem alltäglichen Leben, in diesem Augenblick, wo wir jetzt miteinander reden, finden minimalst Veränderungen statt, permanent. Sagt man jetzt, die Sonne verschiebt sich gegenüber der Erde um 1 Millionstel Grad. Die Lichtverhältnisse verändern sich auch mikroskopisch, auch wenn uns es erscheint, als ob sich nichts verändert. Das heißt, das ist für mich ein Sinnbild für den Zirkel des Lebens. Die
Musik ist für mich das beste Ausdrucksmittel, meine Gefühle und meine Gedanken auszudrücken. Das Geheimnis meiner Arbeit. Das Wesentliche ist es, die Fähigkeit zu haben, einzutauchen in die Atmosphäre des Liedes, an dem man gerade arbeitet. Es ist manchmal sehr langwierig und sehr schwierig, aber sobald ich drin bin und sobald praktisch ich im Einklang bin mit der Stimmung, die ich erzeugen möchte, ab da wird es eigentlich sehr einfach, die richtigen Mittel zu finden und die richtigen Sounds, um das ausdrücken zu wollen, was irgendwo im Hinterkopf gewünscht oder erhofft wurde. Unabhängigkeit ist mir wichtig und sie war mir wichtig, wie gesagt, schon immer. Schon, ich glaube, meinen ersten Producervertrag oder was auch immer, dann habe ich gekriegt mit 18 oder so. Und das waren immer, ich habe immer gerne auf Geld verzichtet, bloß dass ich Klauseln innen drin habe, die mir absoluten Freiraum verschaffen. Es gibt ab und zu mal den Begriff in der Musik One-Man-Band und ich glaube, dass es auf Enigma zu 95% zutrifft, weil ich sowohl als Toningenieur als auch Produzent oder Komponist, Arrangeur spielen kann. I look into the mirror, see myself, I know me, and in space my desires have to die to my fantasies. Die Gefühle haben irrsinnig feine Schattierungen. Unser Wortschatz ist einfach viel zu rudimentär, um Gefühle richtig verbal ausdrücken zu können. Das heißt, das ist vielleicht mit ein Grund, warum ich alleine arbeite, weil ich könnte viele Sachen gar nicht jemandem erklären. Für mich ist der Text vielleicht wie ein kurzes Resümee aus das, was die Leute nachher klanglich erwartet. Das heißt, er hat schon eine sehr wichtige Rolle, obwohl es eigentlich sehr wenige und kurze Textpassagen sind im Allgemeinen. There's no teacher who can teach anything new. He can just help us to learn the things we always knew. Das ist wahr, dass viel mehr wie nur Anerkennung für meine Arbeit ist, der Riesenerfolg und der gleichmäßig gestreute Erfolg auf der ganzen Welt ist. Und das erfreut mich sehr, weil es zeigt, etwas, was ich schon lange im Hinterkopf hatte, dass eigentlich Musik in dem Sinn keine Grenzen kennt. Sprache ist zwar etwas sehr Sinnvolles und trotzdem etwas sehr Hinderliches, weil sobald man ums Eck guckt und wir sprechen eine andere Sprache und einen anderen Dialekt, da hat man schon mal eine Blockade. Während Musik sind irgendwelche Vibrations, irgendwelche Emotionen, die dadurch ausgelöst werden und es zeigt, dass sie vollkommen unabhängig sind von geografischen Verhältnissen oder von Religion oder von Hautfarbe. Und dass sowohl ein In Nomine Christi Amen dem Japaner genauso gut gefällt, wie wiederum dem Christen irgendwie, wenn ich irgendwelche Hindu-Gesänge verwende. Dieser weltweite gleichmäßige Erfolg in allen Ländern, der bestätigt eigentlich meine Theorie und das macht mich sehr glücklich. Enigma-Musik ist Medizin für Geist und Seele in bestimmten Hinsichten. Und ich habe sehr viele, nicht Fanpost in dem Sinne, oder es gibt irgendwelche Psychotherapeuten in Amerika, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass sie wirklich für bestimmte, ich weiß jetzt nicht im Detail, welche Krankheiten oder welche Leiden, wirklich Enigma-Musik als Background-Musik verwenden und da scheinbar die Ergebnisse ihrer Therapie sich dadurch verbessert haben. Etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist Morphing Through Time, weil ich glaube, das ist irrsinnig eigenartig. Und das ist, wenn man so ein bisschen vergleicht mit klassischer Musik macht, in meinen Augen ist das so ungefähr Debussy in Pop. Also es ist irgendwie so Surrealismus, irgendwie Musik vom nächsten Jahrhundert. Also man kann es überhaupt nicht klassifizieren.
Fantasie und grenzenloser Forschergeist, das ist auch eine Konsequenz der Fantasie, sind, glaube ich, sehr wichtig für den Menschen als solches, weil das ist überhaupt der Motor, der uns vorwärts treibt. Und deswegen glaube ich, dass sehr wichtig ist, dass man die Fantasie der Menschen kultiviert. Enigma Live, das ist so eine Frage. Ich werde sehr oft darauf angesprochen, aber im Moment würde ich sagen, das klingt für mich mehr nach Science Fiction. Ich glaube nicht, dass 25 Millionen Schallplatten, die Enigma bis jetzt verkauft hat, oder auch 300 Wochen in den Billboard-Charts, jemand die Berechtigung geben, ein besserer oder ein schlechterer Mensch zu sein. Deswegen glaube ich, Musik ist Musik, Arbeit ist Arbeit und Alltag bleibt Alltag. Und ich glaube, so wie ich mich einschätze, und gute Freunde, glaube ich, können das bestätigen, ich bin immer noch mit beiden Füßen auf der Erde. Durch den enormen Erfolg hat sich Michael Cretu seine Unabhängigkeit erarbeitet, die er auch voll auslebt. Die Zukunft des Projekts Enigma, die steht in den Sternen, und Cretu wird sich in seine Pläne sicherlich kein Wörtchen reinreden lassen. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr fähig bin, diesen Standard zu erfüllen, den ich mir selber auferlege, dann natürlich wird das Ende von Enigma sein. Das sein wird, ob das jetzt das letzte Album ist, und ich habe das Gefühl in ein paar Jahren, dass ich kann diese Art eigenartige Musik nicht mehr aufrechterhalten, ohne mich selber zu kopieren, dann wird es natürlich kein Enigma 4 mehr geben, aber es kann durchaus sein, dass es 4, 5, 6, 7, weiß der Kuckuck. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen auf dieser Welt, die jemand beeinflussen. Es liegt alles nur an mir, ob ich fähig sein werde, in Zukunft noch ein Enigma 4 zu machen.